willkommen zu Update 201. Vielen Dank für die vielen Glückwünsche zur 200. Ausgabe, auch für die vielen, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Den Gewinner werden wir dann wahrscheinlich im nächsten Video auslosen und dann werde ich auch denjenigen informieren, wer gewonnen hat. Erstmal dafür vielen Dank für die große Anteilnahme natürlich. Und wie ihr es gerade schon gesehen habt, das hier spielt heute eine große Rolle. Es geht heute wieder an den Fluss. Wir bauen heute die Insel, die ich ja schon angesprochen hatte. Und die werden wir heute, glaube ich, komplett fertig bauen. Ein bisschen was außenrum. Und dann wird es ja einiges zu tun geben heute in diesem Video 201. Bevor wir jetzt hier anfangen, so richtig zu bauen, habe ich erstmal hier noch ein paar Baseplates ausgelegt. Einfach mal hier die Fläche zu füllen. Bis auf den Bereich, den machen wir noch. Und zwar sind jetzt hier 1, 2, 3, 4 neue Baseplates hinzugekommen. Man sieht dann auch schon ein bisschen die Fläche, die noch hier zu befüllen ist natürlich. Die Idee ist jetzt, das haben wir ein bisschen besprochen, ein bisschen mit euch darüber geredet, ist, dass ich hier vorne noch so ein bisschen eine Insel einbaue und die Fahrtrinne dann ungefähr diesen Kurs hier machen wird, sodass hier vorne noch ein bisschen mehr Platz ist für den Badebereich. Hier drüben werden wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen was machen. Ob wir das alles heute machen, ist eine andere Frage. Was wir noch brauchen, sind weitere Bojen. Ich habe die Teile dafür bestellt. Das Belichtungsmaterial dafür ist da. Nur die Teile für die Bojen sind leider noch nicht da. Vielleicht kommen die fürs kommende Update, weil das hier ist eh noch ein bisschen was Größeres. Da müssen wir eh noch ein paar Update-Folgen reinstecken, um hier vorne den ganzen Bereich fertig zu kriegen. Aber heute fangen wir jetzt erstmal an hier vorne mit der Insel, wie gesagt. Und dann werden wir hier noch ein bisschen außen rum bauen, vielleicht auch hier drüben ein bisschen. Das entscheidet sich einfach je nachdem, wie lange alles dauert, wie viele Steine hier reinfließen und wie auch immer meine Muse mir sagt, was wir hier heute machen. Wie ihr sehen könnt, herrscht hier einmal wieder das Bauchaos, aber es gibt Fortschritte. Zuvor aber noch zwei andere Dinge, beziehungsweise eine wichtige Sache. Und zwar hier, in diesem Beutel befinden sich die ersten Steine für Thors Hütte, die dorthin kommen wird. Ist aber erst ein kleiner Prozentteil. Es sind nämlich relativ viele verschiedene Steine, auch relativ teure Steine. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich mal alles zusammen habe. Aber ich werde jetzt nach und nach schauen, dass ich die Steine zu einem humanen Preis bekomme. Und dann werden wir in absehbarer Zeit die Hütte bauen. Wahrscheinlich in 2 Episoden, einmal außen, einmal innen. Da kommt auch dann die Beleuchtung noch dazu. Wir müssen auch noch mal das ein bisschen rüberschieben, weil ich glaube, das Gebäude passt im Design gar nicht mehr so richtig an die Felswand. Aber das ist eine andere Geschichte in absehbarer Zukunft. Ich denke, ja, im August werden wir die Hütte bauen. Ansonsten seht ihr jetzt hier drüben nicht nur, dass ich auch endlich neue Dark Tan Teile habe, um endlich auch hier den Wasserverlauf am Rand, den nassen Sand darzustellen, sondern ich habe auch die Grundfläche für die Insel jetzt geschaffen. Das ist jetzt ein Modul auf 2 Baseplates. Und das ist jetzt die grundlegende Form der Insel, also sehr grundlegend, denn das ist jetzt erstmal nur die Unterkonstruktion für das Wasser, dann um eben dann diesen Effekt zu haben, dass das Wasser seichter wird etc. Das ist die Grundkonstruktion, das war der erste Schritt, ist jetzt schon mal ganz nett, meiner Meinung nach, gibt halt ungefähr diese Form. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze aufbauen. Ich werde hier vorne so ein bisschen Sand haben, nach hinten dann keinen Sand. Und dann werden wir es ein bisschen felsiger nach hinten machen. Nicht allzu hoch, damit wir eben nicht die Sicht auf den Rest nehmen. Aber ich glaube, das ist eine ganz schöne Geschichte, um hier vorne einfach noch ein bisschen was reinzubringen und einfach nicht nur eine riesige Wasserfläche zu haben. Die ersten Anfänge sind gemacht, wie ihr sehen könnt. Ich habe hier vorne den Anfang gemacht mit dem etwas seichteren, hier wo sich auch der Sand angehäuft hat, hier geht dann schon der Felsen los, wie ihr sehen könnt. Habe jetzt auch ein bisschen versucht, jetzt hier so ein bisschen die Strömung mit reinzubringen, indem ich ein bisschen mit hier den Transclear Cheese Slopes gearbeitet habe. Dann habe ich hier noch eine ältere Dame, die hier badet, obwohl das natürlich ein bisschen schwierig ist, wenn man hier auf der anderen Seite der Fahrrinne badet. Aber manche Leute machen sowas ja, und es bringt hier vorne noch so ein kleines i-Tüpfelchen rein und hier ist noch ein kleines Tierchen, damit hier auch noch ein bisschen was los ist. Und ich habe jetzt auch angefangen, hier außenrum natürlich mit dem Wasser zu arbeiten. Ich werde jetzt hier weiter in diese Richtung vordringen mit dem Felsen. Es wird dann so ein Felsenkonstrukt nach hinten geben, obendrauf ein bisschen Bewuchs und dann haben wir hier eine nette kleine Insel, die einfach ein bisschen mehr Leben in das Ganze reinbringt, anstatt hier, wie gesagt, einfach nur Wasser zu haben. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Es hat sich wieder einiges getan, wie ihr sehen könnt, und zwar habe ich jetzt einmal komplett die Insel mit den Felsen umrandet. Das heißt, die Grundform haben wir, alles steht im Wasser, das Wasser außenrum ist auch einmal schön außenrum gearbeitet. Man sieht jetzt auch schön den Tiefeneffekt durch die unterschiedlichen Farben, die unten drunter sind. Und was jetzt in Anführungsstrichen nur noch gemacht werden muss, ist, dass wir hier das weiter nach hoch bauen. Es wird ja nicht irre hoch werden, dann oben noch ein bisschen was drauf bauen. Und was wir auf jeden Fall auch noch machen müssen, ist, dass wir diese Boje weiter nach innen setzen. Die ist jetzt natürlich ein bisschen zu weit da drin. Vielleicht schließen wir auch diese Lücke hier noch
einfach um ein bisschen was voranzukriegen. Ansonsten würde ich sagen, hier hinten lassen wir erstmal offen, weil wir ja noch in absehbarer Zeit die anderen Bojen bauen müssen, die natürlich auch verkabeln müssen. Die Steine sind unterwegs, wie ich inzwischen erfahren habe von der Sendungsverfolgung. Vielleicht sind die auch schon fürs nächste Update dann da. Dann machen wir im nächsten Update hier die ganze Sache mit der Verkabelung fertig, dann ist es auch erledigt. Aber jetzt mache ich erstmal hier weiter, denn hier muss noch ein bisschen Fels und ein bisschen Erde und ein bisschen Pflanzen gebaut werden. Der Grundaufbau für die Insel ist soweit fertig, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt die ganze Felsenstruktur, ich habe die Erdstruktur, ich habe auch jetzt hier drüben noch ein bisschen das Ganze geschlossen. Ich habe auch diese Boje, die rote, weiter rübergesetzt. Das passt dann auch vom Abstand, weil wir werden jetzt hier relativ schnell noch ins dunkle Wasser kommen. Dann passt es mit der Fahrrinne. Dann kommen die weiteren Boje, kommt dann wahrscheinlich hier hin. Mal schauen, wenn ich die Teile habe. Die kommen wahrscheinlich, wie gesagt, irgendwann diese Woche. Was ich jetzt auf jeden Fall noch mache, ist, dass ich diesen Teil hier mit den Fliesen zumache, damit wir hier eine einheitliche Struktur haben bis rüber zur Brücke. Und hier oben noch den Rest begrünen werde. Ob ich da drüben jetzt noch was mache, weiß ich noch nicht. Es hat tatsächlich einige Zeit alles gedauert. Einiges an Arbeit, auch an Steinen gekostet. Aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und dann werden wir auf jeden Fall hier nochmal alles wegräumen, um uns dann mal den Gesamtblick anschauen zu können, wie das Ganze aussieht. Aber vorher werden die ganzen restlichen Arbeiten noch gemacht. Und da seht ihr sie, unsere fertige kleine Insel hier im Fluss. Ich gehe mal ein bisschen nach oben, dann seht ihr es besser. Ich finde, es macht hier jetzt wirklich was aus. Es bringt halt noch ein bisschen was hier rein. Ansonsten hätten wir hier einfach nur eine große Wasserfläche gehabt, die einfach dann hier wirklich sehr viel Platz eingenommen hätte. Aber so ist hier noch ein bisschen ein i-Tüpfelchen, sage ich mal. Und das sorgt dann dafür, dass wir hier einfach ein bisschen mehr einrahmen, den Flussverlauf und dann auch wie dann da kommen wahrscheinlich noch mehr Sachen rein. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist der Fluss ein ganzes Stück vorangekommen mit dieser Sache. Der restliche Teil des Flusses wird dann hauptsächlich aus Wasser bestehen. Vielleicht hier vorne kommt noch ein bisschen mehr Strand dazu. Aber das hier werden wir so lassen, damit wir einfach hier die Fahrrinne sozusagen haben. Und da vorne noch ein bisschen Platz für unsere Badegäste. Es sind viele Steine hier reingeflossen, viel Zeit. Aber ich glaube, es macht eine Sache, auch wenn man jetzt hier runter geht und dann mal von hier unten runter schaut, dann wirkt es doch vor dem Ganzen wirklich schön, finde ich. Wenn dann die ganzen Lücken hier noch geschlossen werden, wird das auf jeden Fall noch ein bisschen besser wirken. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, hier irgendwas mit Licht einzubauen, weil mir kam keine gute Idee, wie man hier vorne jetzt irgendwie Licht einbauen könnte. Aber lichttechnisch haben wir ja dann noch die Bojen demnächst, wenn die Steine kommen. Und vielleicht wird da noch ein Schiff dazukommen, das auch noch ein bisschen beleuchtet ist, so wie das Schiff hier vorne. Das hat ja auch so ein bisschen Beleuchtung. Ansonsten würde ich sagen, das war es dann für heute. Hier eine Idee umgesetzt, die, glaube ich, eigentlich eure Idee von ihr war und die dann gewachsen ist als ein weiteres Community-Projekt sozusagen. In den nächsten Episoden werden wir wahrscheinlich hier jetzt mit dem Fluss weiterarbeiten, einfach jetzt einfach hier vorne die Besucherperspektive fertig kriegen. Ich werde versuchen, weiter die Steine für Thors Hütte zu kriegen und wir werden auch versuchen, dass wir endlich diese Lücke hier schließen können, damit einfach hier mal wieder der Blick zu ist. Und die Brücke ist natürlich auch ein großes Thema, das wir noch angehen werden, aber das werden wir dann nach und nach machen. Ich bin zufrieden mit dem heutigen Ergebnis. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem hier haltet und was ihr so in den nächsten Update-Videos gerne als nächstes sehen würdet hier im Thema Fluss. Ansonsten bleibt gesund, viel Spaß beim selberbauen und dann bis zum nächsten Mal hier aus der Brickworld und da bleibt mir noch zu sagen, tschüss.